Jo, ich bin gebeten worden, über die negative Seite von Ruhm aus Dharma-Sicht zu sprechen. Man hört ja immer wieder von Schauspielern, also Künstlern, Sportlern und so weiter, die berühmt wurden und dann in Depression gelandet sind und so. Was kann man aus Dharma-Sicht dazu sagen? Also erstmal finde ich es schon interessant aus Dharma-Sicht, dass sich Bodhisattvas sogar wünschen, also es gibt Wunschgebete, dass sich Bodhisattvas wünschen, Ruhm, Ansehen, Macht und so weiter zu erlangen, damit sie hilfreich sein können in der Welt. Und das ist ja die positive Seite der Medaille, also das ist ja auch das, was dann berühmte Sportler zum Beispiel machen, dann machen sie eine kleine Stiftung und helfen irgendwo in Namibia oder wo auch immer und bauen etwas auf oder unterstützen irgendwo in der Welt etwas und aufgrund ihres Ruhms können sie die Aufmerksamkeit darauf ziehen. Gut. Die negative Seite ist, dass, und jetzt aus Dharma-Sicht, wenn wir berühmt werden, bedeutet das, dass viele Menschen unseren Namen kennen und irgendwie wohl das Gefühl besteht, da wäre jemand Besonderes. Und das steigt uns zu Kopf. Das heißt, wir kriegen, obwohl wir erst vielleicht sogar dagegen ankämpfen, wir haben das Gefühl, ach, vielleicht bin ich doch ein bisschen an meinem Ruhm, an meinem Erfolg beteiligt. Vielleicht bin ich ja doch etwas Besonderes oder habe etwas besonders gut gemacht. Und deswegen ist berühmt werden, ist eine unglaubliche Herausforderung, dass damit nicht der Stolz genährt wird. Also Stolz bedeutet, dass wir dann immer überzeugter von uns selber sind, dass wir uns für etwas besser, etwas anders als die anderen halten und eine gewisse Trennung reinkommt. Das ist eine ganz schlimme und schwierige Seite, dass berühmte Menschen selber in dem Gefühl sein können, nicht unbedingt sein können, etwas Besonderes zu sein, aber die anderen denken das von denen auch. Genau das bewirkt eigentlich eine Trennung. Die wollen alle was oder viele wollen dann etwas von einem und die wollen aber gar nichts von der Person, sondern die wollen etwas von dieser berühmten Person, die doch so viel Geld hat, die so viel ansehen kann, die so viel machen kann. Die bräuchte doch nur mal einen Satz zu sagen und dann so strömen auf die Person, die berühmter wird oder schon ganz berühmt ist, strömen immer mehr Einflüsse zu, die nichts mehr mit so ihrem natürlichen, normalen Sein zu tun haben, sondern mit ihrer Berühmtheit. Und die Person selbst muss sich immer damit auseinandersetzen, im Rampenlicht zu stehen, in der Presse zu erscheinen und. So, das ist nicht einfach dabei, entspannt, offen, normal zu bleiben. Einige kriegen das ja hin. Nicht? Das ist ja wunderbar zu sehen, dass es also ganz entspannte, normal gebliebene Stars auch gibt. Aber aus Dharma-Sicht ist das sehr eine zweischneidige Angelegenheit. Die eine Seite ist wirklich gut, man kann viel damit tun, viel Gutes tun. Das andere ist, man ist am Rand des Abgrunds, wo sich sehr viel Stolz entwickeln kann. Und wo Stolz ist, da kommt Ärger, da kommt so Arroganz und nicht mehr zuhören wollen, Besserwisserei, das alles hält Einzug. Also es ist eine Stimulation für Aspekte in uns, die uns emotional auch unter Umständen vereinsamen lassen. Und wir spät mitbekommen, dass wir vielleicht unserem eigenen Ruhm aufgesessen sind. Also eine große Herausforderung, die nicht jeder sich wünscht. Das ist, Ruhm kann verstehen, dass Menschen auch Ruhm vermeiden möchten. Denn das Leben ist deutlich einfacher ohne all die Projektionen der anderen und ohne die Stimulation der eigenen unausgegorenen Gewohnheitsmuster. Also vielleicht so viel aus emotionaler, psychischer und Dharma-Sicht,
zu diesem Thema. Vielen Dank für die Frage.